Hallo Holzfreunde, heute geht es mal um das liebste Stück in unserer Werkstatt, um die Bandsäge und wie man diese ohne viel Schweiß innerhalb von 10 Minuten perfekt einrichtet. Die Bandsäge ist eine der beliebtesten Maschinen in der Holzwerkstatt. Damit die Maschine vernünftig läuft, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Dabei spielt es eigentlich gar keine Rolle, welche Maschine ihr habt. Es ist immer das gleiche Muster. Wenn die Maschine neu ist, bei euch in der Werkstatt, dann müsst ihr erstmal die Maschine ausrichten. Ihr könnt nicht einfach wie bei einer Tischkreissäge oder bei einer Handkreissäge einfach loslegen. Nein, ihr müsst erstmal die Maschine ausrichten. Als erstes müssen wir erstmal den Tisch ausrichten. Dazu gehen wir jetzt einfach einmal unter den Tisch. Dort seht ihr die Schrauben, mit denen der Tisch befestigt ist. Die löst ihr einmal kurz an oder wenn ihr den Tisch noch nicht befestigt habt, zieht ihr sie gar nicht erst ganz fest. Jetzt lege ich ein möglichst breites Sägeblatt auf. Die richtige Bandspannung ist auch sehr wichtig. Nun sollte das Band möglichst mittig auf der Rolle laufen, nicht großartig links oder rechts versetzt. Und die Führungsrollen oben wie unten sollten nicht am Band anliegen, damit das Band frei ist und nicht irgendwie zu einer Richtung gedrückt wird. Um den Tisch zum Sägeband jetzt auszurichten, nehme ich mir als Hilfsmittel diese zwei kleinen Magnete und ein Stahlmaß, was natürlich auch magnetisch sein sollte, damit es hält. Und nun kann man rechts und links zur Nut oder zur Tischkante messen, den Tisch eventuell korrigieren und festschrauben. Bei mir an der Maschine gibt es zusätzlich eine Feineinstellung mit diesen 4 Madenschrauben. Damit kann man den Tisch in jede Richtung drehen oder verschieben. Nun überprüfe ich die Neigung des Tisches zum Sägeband. Das mache ich hier mit so einem H-Winkel. Man kann das aber auch mit einem ganz normalen Winkel machen. Der H-Winkel hat den Vorteil, dass man den Lichtspalt etwas besser sieht. Das scheint hier in Ordnung zu sein. Wenn man den Tisch noch nachkorrigieren muss, kann man diesen Hebel hier lösen und mit der Anschlagschraube die Waage einstellen. Das winklige Ausrichten vom Band zum Tisch von dieser Seite tut eigentlich nicht nötig, es sei denn, man möchte Zapfen schneiden. Die winklige Ausrichtung ändert sich auch je nachdem, wie das Band auf der Rolle läuft, ob es weit vorne läuft oder weiter hinten. Somit verändert sich dann auch leicht der Winkel. So, nun geht es auch schon an das Einstellen des Anschlags. Das kann man wieder mit einem Stahlmaß machen und den Magneten. Aber es gibt noch eine komfortablere Möglichkeit.
Und zwar gibt es hier solche Ausrichtschienen zu kaufen. Dort ist der Magnet gleich eingelassen und eine kleine Nut für die verschränkten Zähne. Dieses ist ein bisschen stabiler, ein bisschen dicker, damit es sich nicht so leicht verwindet. Mein Anschlag lässt sich jetzt durch 4 Madenschrauben aus Kunststoff hinten und vorne einstellen. Das ist natürlich an jeder Bandsäge anders. Wenn ihr auch mit einem Anschlag arbeitet, dann ist das hier also der absolut wichtigste Part, dass das Band absolut parallel zum Anschlag läuft. Ist das nicht der Fall, werdet ihr keine geraden Schnitte hinbekommen. Jetzt werden die Führungsrollen oben und unten, links und rechts und von hinten ganz leicht gegen das Band gesetzt. Wie gesagt, nicht auf Druck, sondern nur ganz leicht gegen. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Sägen. Ihr solltet dabei moderat vorgehen, nicht zu hohen Schnittdruck. Dann habt ihr die größte Chance auf einen geraden Schnitt. So, ich hoffe, nach so viel Einstellerei habt ihr nicht komplett die Lust verloren an eurer Bandsäge. Und für weitere Videos gerne den Kanal abonnieren.